Servus zusammen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video oder für jeden, der jetzt natürlich neu hinzugestoßen ist, freut es mich, dass du den Kanal gefunden hast. Was ich hier heute machen möchte, ihr seht es hier schon vor mir, ich habe die 2-Spieler Starterbox zur zweiten Edition von Firefight, das Mantic Games rausgebracht hat, und wir wollen uns diese Box hier jetzt ein bisschen ansehen. Wir werden da aber nur ganz schnell durchgehen, da es schon einige Unboxings dazu gibt. Stattdessen möchte ich mal nur schnell in die Box reinschauen und dann werden wir uns auch ansehen hier im Video, wie das Ganze zusammengebaut aussieht und was ihr hier für Armeen daraus dann auch punktegrößentechnisch bauen könnt. Ich hätte aber mal gesagt, wir wechseln die Ansicht und schauen mal, was hier alles in der Box zu finden ist. Hier haben wir also das gute Stück, wie es schon zu sehen ist, auf der Vorderseite. Klarerweise, wir haben hier ein 2-Spieler-Starter-Set für Firefight geboten. Und wenn wir noch schnell auf die Rückseite dann schauen, sehen wir auch alles, was wir hier in der Box bekommen. Das ist doch einiges an Figuren. Das werden wir uns jetzt noch schnell anschauen und dann im nächsten Part die beiden Armeen, die wir hier bekommen, im gebauten Zustand. Ich hatte die Box schon mal aufgemacht gehabt, daher starte ich hier auf diese Art und Weise. Ihr bekommt in dieser Box 2 Bücher mitgeliefert. Das ist hier einmal das Firefight Second Edition Regelbuch, das euch mit allem versorgt, was ihr für das Spiel eben braucht. Da ist eine ganze Menge drinnen, auch eben nicht nur Regelteil, sondern auch Hintergrund ist hier zu finden, wie in jedem anderen Tabletop-System meistens auch. Der ganze hintere Teil hier ist Hintergrund, dann natürlich auch eine Reihe von Missionen, die uns hier geboten werden, und dann der vordere Teil beschäftigt sich in einer sehr schönen Aufmachung mit den Regeln. Was aber sehr schön ist und was für mich auch der Grund war, ins Spiel reinzusteigen und mir das Ganze mal anzuschauen, ist hier dieses Force Lists Buch, denn ihr habt hier keine Codex-Bücher, sondern bekommt hier einmal schon fertig mitgeliefert in der Starterbox diese Armeelisten, und da sind eben alle Truppentypen dann vertreten, die ihr aktuell spielen könnt für alle 7 Fraktionen, inklusive ein paar Bilder der Armeen. Und in erster Linie findet ihr hier aber dann eben, wie hier zu sehen, die ganzen Profile eurer Einheiten. Und das eben für alle 7 Fraktionen. Dann, wie es für Mantic üblich ist, eine einfache Kartonverpackung. Und dann, die beiden Bücher haben wir ja bereits gesehen. Dann kommt hier noch so ein kleines Faltbooklet mit, wo wir hier noch eine Einstiegsguide haben, inklusive dann auch 2 Armeelisten, die sich hier bauen lassen. Ich kann da aber schon mal vorab sagen, es kann wesentlich mehr aus diesen Modellen hier gebaut werden, beziehungsweise ein wenig mehr. Hier wird nicht alles in diesen Beispielarmeen verwendet, was wir tatsächlich machen können. Dann finden wir hier auch noch eine Bauanleitung für unsere Figuren, damit auch das abgedeckt ist, auch sehr schön farblich kodiert, sehr schön gemacht, und für die Modelle und Einheiten in der Box bekommen wir dann noch die Einheitenprofile und müssen uns nicht direkt schon mit dem Forces List Buch auseinandersetzen. Ein kleines Einstiegsszenario, so ein schöner eben Einstiegsüberblick für den Anfang. Dann der größte Part natürlich machen die Figuren aus. Ich habe hier schon mal etwas aufgemacht, denn wie wir sehen, die einzelnen 10er-Trupps sind hier nochmal extra verpackt. Und hier habe ich mal als Beispiel eine Verpackung der Enforcer geöffnet. Hier bekommen wir eben 2 Gussrahmen. Damit lassen sich insgesamt 10 Figuren bauen. Wenn man so ein bisschen schon mal Games Workshop auch gebaut hat in der Vergangenheit zum Beispiel, wird einem das System durchaus auch bekannt vorkommen, ist eigentlich recht ähnlich aufgebaut.
Hier sei nur dazu zu sagen, man hat hier ein bisschen nicht so viel Auswahl, würde ich mal behaupten, denn grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeit mit diesen Standardtruppen, bei den Enforcern, diese normale Leininfanterie, dann mit Upgrades verschiedene andere Truppen zu bauen. Diese Möglichkeit haben wir hier nicht, sondern man bekommt eben neben allen Körpern und Beinen und eben den Händen dann dementsprechend bei den Waffen nur eine begrenzte Auswahl, sodass man eben die normale Standard-Fernkampfeinheit bauen kann. Die Nahkampfeinheit kann man daraus bauen und dann auf dem zweiten Gussrahmen hat man dann hier noch die beiden Spezialwaffen dabei, eben einmal mit dem Flammenwerfer und dann eben einmal der Burst Laser. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Einheit, glaube ich, mit einem Raketenwerfer auszurüsten. Das ist hier zum Beispiel dann nicht dabei. Diese Möglichkeit besteht hier in der Zwei-Spieler-Starterbox nicht. Das Ganze haben wir dann hier im Endeffekt zweimal vorhanden, um alle 20 Figuren bauen zu können daraus. Beziehungsweise wir haben hier pro Verpackung eben dann die Möglichkeit 5 zu bauen. Dann haben wir hier 10, 15 und 20 Modelle und hier dann noch einmal 2 Gussrahmen für die 4 oder für die insgesamt sogar 5 dicken Jungs, die wir hier bauen können. Das gleiche setzt sich dann eigentlich nochmal fort hier für die Marauders. Auch hier die gleiche Aufteilung. Auch gewisse Waffenoptionen, die sie haben, in den Regeln sind hier nicht mit dabei, soweit ich gesehen habe. Also sehr ein schöner Einstieg, falls man das Spiel zum Beispiel noch gar nicht kennt, um dann nicht vielleicht zu viel Auswahl zu haben und überfordert zu sein. Dann haben wir hier noch die beiden Bikes dabei, die sind in einem eigenen Gussrahmen oder in einer eigenen Verpackung in dem Fall. Hier für die beiden Bikes. Der Enforcer, dann eben noch die 4 Ripper Suits, auch jeweils 2 zusammen in ein Plastik eingeschweißt. Auch hier gibt es dann keine Probleme, das auseinanderzuhalten. Dann, was natürlich klar ist, was wir auch noch brauchen, sind hier die Bases für unsere Infanteriefiguren. Und was ich sehr schön finde, man hat hier eine sehr große, vergleichsweise große Auswahl an 8-seitigen Würfeln, die man für das Spiel braucht. Das ist definitiv genug, um anzufangen, womöglich sogar für beide Spieler. Also sehr schön, dass da so viel Material dabei ist. Und dann ganz obligatorisch, was man auch noch benötigt für das Spiel, sind die Command Dice. Auch hier ein komplettes Set davon. Sollte man auch für den Anfang tatsächlich für beide Spieler eigentlich auskommen können. Dann gibt es noch ein paar MDF-Basen für unsere ganzen großen Jungs, sowohl bei den Enforcers als auch bei den Maraudern. Und zum Schluss hier noch eine kleine Verpackung mit unseren ganzen Token. Da gibt es eben Missionsziel-Token drinnen und dann eben die verschiedenen Stati, die es im Spiel gibt. Eben Wundenmarker und so weiter. Was es so gibt oder gebroken, glaube ich, bedeutet das und so. Also alles, was man eigentlich braucht, um in das Spiel einzusteigen, bekommen wir hier schon direkt mitgeliefert. Ich werde das Ganze jetzt mal hier zusammenräumen wieder und sobald alles dann gebaut ist, werden wir uns hier gleich wiedersehen mit den Figuren und wie das Ganze dann aussieht, was ihr hier aus der Box bauen könnt. Was der Videoschnitt hier so alles kann, kaum ein Wimpernschlag vergangen, schon sind die ganzen Figuren zusammengebaut. Und damit hätte ich gesagt, starten wir mal in den Teil der beiden Armeen, die wir aus der Box bauen können. Ich werde mich hier jetzt speziell auch darauf konzentrieren, euch zu zeigen, was ich hier zusammengebaut habe, um dann schlussendlich beide Armeen auf eine ähnliche Punktegröße zu bekommen. Ihr habt grundsätzlich schon die Möglichkeit, ein bisschen zu variieren, was eure Truppen betrifft. Ich werde dazu aber sowohl zu den Enforcern als auch den Maraudern später nochmal ein getrenntes Video machen, wo wir uns speziell auch ansehen werden, was wir hier aus der Zweispieler Starterbox machen können.
eben auch außerhalb von dem, was ich euch hier jetzt zeige. Kommen wir hier zuerst mal zu den Enforcern. Ihr habt insgesamt 5 Peacekeeper-Figuren dabei. Das sind die 5 auf den großen Bases. Und generell auch, wie wir hier allgemein sehen, das meiste besteht aus Kunststoff. Ihr könnt also einen Kunststoffkleber verwenden, mit Ausnahme von den Basen. Die müsst ihr eben dann mit Sekundenkleber befestigen. Aber ansonsten wäre alles mit Kunststoffkleber zu machen. Grundsätzlich mal zum Aufbau. Eben gestartet habe ich hier mit einem Enforcer Captain, den man braucht eben, um die Armee anzuführen. Eine Commander-Einheit ist eben notwendig und habe ihm 2 Peacekeeper noch dazugegeben, die ihn unterstützen als Bodyguards, und mit den beiden verbleibenden Peacekeepern konnte ich dann gleich meinen ersten Troop bauen aus 2 Peacekeepern, die eben auch hier dann einen Burst Laser als Spezialwaffe dazu bekommen haben, denn diese Waffe verursacht Pinnen, und eben Pinnen gibt einer getroffenen Einheit einen Pin-Marker, und Pinning ist eben im Spiel, soweit ich jetzt sagen kann, ein sehr starker Effekt, da das den Gegner behindern kann bei seinen Aktivierungen von seinen Einheiten, also schon eine sehr mächtige Fähigkeit, daher diese Ausrüstung. Dann bekommt ihr noch insgesamt 20 normale Standard Enforcer mit, die eben auch wie die Peacekeeper als normale Truppen zählen, also keine Spezial- oder Support-Units sind. Und hier habe ich gebaut jeweils 2x5 Assault Enforcer mit eben Pistole und Wristblade für den Nahkampf. Das sind quasi meine Spezialeinheiten für den Nahkampf aus dieser Box. Und beide Truppen haben noch einen Flammenwerfer dazu bekommen. Und bei den beiden verbleibenden Trupps oder den letzten 10 Modellen habe ich die Enforcer Operatives gebaut. Das ist quasi die Standard-Beschusseinheit der Enforcer. Bei denen habe ich dann jeweils ein Modell noch mit einem Burst Laser ausgerüstet, also die gleiche Waffe, die eben auch unser Peacekeeper bekommen hat, um hier eben noch mehr Pinning verteilen zu können. Und was alle 4 Units dann ebenfalls bekommen haben, ist ein Leader, den sie sowieso dabei haben, aber jedem Leader habe ich noch einen Energy Gauntlet verpasst, um die Modelle und Einheiten etwas stärker im Nahkampf zu machen. Dadurch lassen sich natürlich die Captains auch innerhalb oder die Leader innerhalb der Trupps leichter identifizieren, da das für die Regeln wichtig ist. Und ich denke mir, bei einer so elitären Einheit macht es vielleicht Sinn, hier ein bisschen auch zu variieren, um dann möglichst viele verschiedene Dinge abdecken zu können, auch in Bezug auf zum Beispiel Nahkampf, wenn man hier kleine Beschusseinheiten eben dann verwendet, wie diese Enforcer Operatives. Und dann bleibt uns noch ein Trupp übrig, und das sind hier die beiden Jetbikes. Die sind eigentlich ganz easy zusammenzubauen, haben auch eine ganz normale Standardbewaffnung bekommen und ein Modell eben einen Raketenwerfer, den ihr hier seht. Den Raketenwerfer deswegen, weil der bringt uns etwas mehr Schlagkraft mit und hat eben auch eine höhere Reichweite. Und aufgrund der Sonderregel Targeting System, das eben ein Modell mit einem Raketenwerfer bekommt, kann dieses Modell auf ein anderes Ziel schießen mit der höheren Reichweite, als das die restlichen Jetbikes im Trupp können, in dem Fall unser zweites Jetbike, was normalerweise nicht möglich ist, denn ohne diese Sonderregel müsste eine Einheit immer auf ein einziges Ziel vollständig schießen. Das bringt uns hier auf eine Gesamtarmee von 820 Punkten und verwendet eben alle Modelle, die wir in der Box bekommen, und uns bleibt nichts übrig. Eine Überlegung hier könnte natürlich noch sein, ich habe hier das Ganze etwas flexibler aufgebaut, um das Ganze auch als Demospiel Armee verwenden zu können in Zukunft. Aber man könnte hier auch
die Überlegung anstellen, einen der beiden Assault Enforcer Trupps ebenfalls zu einem Operative Trupp zu machen mit eben mehr Waffenfeuerkraft und weniger Nahkampf, weil das bei dieser Punktegröße ohnehin noch nicht so wichtig ist und als Science-Fiction-Spiel das doch eher in die Fernkampfrichtung generell auch geht. Dann würde die Armee sogar auf 850 Punkte kommen. Das wäre also das, was wir hier herausbekommen bei den Enforcern aus der 2-Spieler-Starterbox. Ich baue jetzt da noch schnell um und dann werfen wir einen Blick auf die Marauders. Hier nun der Anteil der Marauders aus der Starterbox. Hier ist schon zu sehen, wir haben doch einiges mehr an Figuren dabei als bei den Enforcern. Ist bei Orks auch nicht ganz unlogisch, aber wir wollen uns das Ganze mal hier ansehen, was wir alles bekommen. Auch hier, wie gesagt, ich bin hier nach dem Muster vorgegangen, so möglichst viele Modelle verwenden zu können, was auch hier wieder alles geworden ist. Es gibt hier natürlich auch die Möglichkeit, das anders zusammenzustellen und zu bauen und ein bisschen zu variieren. Bekommt dadurch dann auch ein bisschen natürlich andere Punktewerte raus, aber auch das werden wir uns dann noch einmal getrennt in einem eigenen Video ansehen. Hier hatte ich wieder die gleiche Idee, basierend auf dem Inhalt aus der Box, zusammen mit der zweiten Armee, dann eben etwas Ausgeglichenes zu schaffen, um damit dann auch wieder Demospiele machen zu können. Und generell denke ich mir auch, dass beide Armeen, so wie sie hier zusammengestellt sind, sich ganz gut für Einsteiger dann auch eignen, um die ersten Spiele zu machen und schon ein bisschen Variation bei den Truppen und Waffenauswahlen dabei zu haben. Aber lass uns mal anfangen. Was habe ich dabei? Man braucht natürlich wieder einen Anführer. Da habe ich einen Kommando-Captain genommen hier. Das ist eigentlich eines der Modelle der normalen Standard-Infanterie, den man dafür verwendet. Einziger Unterschied, ich habe hier diese Klaue verwendet und den Kopf, um ihn hier dann vom Rest der Armee abzuheben, und hat dann 2 ganz normale Standard-Kommandos dabei, die ihn als Leibgarde quasi unterstützen. Dann haben wir hier insgesamt dann 40 Infanteriefiguren der Standard-Orks. Eben 3 haben wir hier schon verwendet und die restlichen 37 habe ich dann auf folgende Art und Weise zusammengebaut, eben mit ein bisschen Variation. Ich habe hier einmal einen 10er-Trupp Brawlers und einen 5er-Trupp Brawlers. Die lassen sich von den Punkten her natürlich dann untereinander mischen. Ich habe es jetzt mal so zusammengestellt, man könnte auch zum Beispiel einen 7er und einen 8er-Trupp spielen. Das wäre genauso gut möglich, würde von den Punkten her nichts ändern, weil die Waffen ohnehin die gleichen bleiben. Und jeder der beiden Trupps hat dann auch einen Flammenwerfer dazu bekommen, weil das eben die Nahkampftrupps sind, die ohnehin nach vorne wollen. Daher eine sehr gute Wahl, den Flammenwerfer mitzunehmen. Ein Unterschied zu den Enforcern. Bei den Enforcern hatten wir vorhin einen eigenen Leader für diese Standardtrupps. Das gibt es hier bei den Marauders nicht. Hier sind alle Modelle gleich ausgerüstet und es gibt keinen dezidierten Leader. Man benötigt den Leader nur von den Regeln, um von dort aus dann seine Entfernungen zu messen. Also da müsst ihr euch irgendwas einfallen lassen. Ich habe es jetzt da zum Beispiel so gemacht, dass ich hier diesen Kopf verwendet habe für meine Anführermodelle bei den Brawlern, um diese vom Rest der Modelle unterscheiden zu können in den Trupps. Ihr könnt hier natürlich auch andere Dinge verwenden, wie die Base etwas besser gestalten oder ähnliches. Aber da solltet ihr auf alle Fälle drauf achten. Und dann mit den verbleibenden Modellen, die dann noch in der Box waren, habe ich dann hier weitere Kommandotrupps gebaut. Insgesamt sind das 3 Kommandotrupps geworden. Das sind eben auch Kommandos sowie die Leibgarde, die wir hier beim Chef haben, nur diesmal in Truppform. Da habe ich dann einen 10er-Trupp und einen 7er-Trupp, weil sich das von den Punkten her dann noch so ausgegangen ist. Man kann auch hier natürlich auch wieder wechseln, dass man die durchmischt. Man könnte auch einen 8er und einen 9er-Trupp spielen. Ich habe mich hier jetzt eben für einen 10er und einen 7er-Trupp entschieden. Und beide Truppen haben
eben hier dann auch, hier ist es, ein HMG dazu bekommen, weil das gleich wie der Burst Laser bei den Enforcern ebenfalls Pinning verursacht. Also eine sehr gute Regel meiner Meinung nach, die man bei Waffen haben soll. Wenn man sie mitnehmen kann, sollte man das auch machen. Deswegen habe ich auch hier das HMG eingepackt, und weil das HMG eben auch die gleiche Reichweite hat wie die Rifles, die wir hier sonst beim Rest des Trupps dabei haben. Somit kann immer der komplette Trupp schießen. Und da es eben keinen dezidierten Leader gibt, ist es auch so, dass auch die Leader-Modelle der Kommandos ganz normal mit einer Rifle ausgerüstet sind. Und ich habe mich hier dann eben entschieden, diese Axt hier zu verwenden, um hier meine Leader zu markieren. Und da gibt es halt in jedem der 3 Trupps einen davon. Und ansonsten gibt es eben noch andere Modelle, wie dieses hier, die dann eben auch so ein Messer in der Hand haben. Die zählen dann aber als ganz normale Kommandos, und der dezidierte Leader ist eben immer das Modell mit der Axt. Und dann mit den restlichen verbleibenden 5 Modellen habe ich hier noch einen Kommandotrupp gebaut, aber diesmal nur eine Minimalgröße von 5 Modellen, weil ich hier einen Raketenwerfer mit eingepackt habe, um auch etwas mehr auf Reichweite zu haben, und da eben auf diese Reichweite nur diese Waffe schießen kann im Trupp, habe ich mich auch nur für die Minimalgröße von 5 entschieden, und auch hier wieder das gleiche, ein Modell mit der Axt als Leader gekennzeichnet. Und dann haben wir hier noch 4 größere Figuren, die Ripper Suits. Davon gibt es 2 Ripper Mauler hier vorne, die eben Nahkampfwaffen haben, und die können auf maximal 4 Stück dann später auch erweitert werden pro Trupp. Und dann die Ripper Rainmaker, das sind die schwer bewaffneten Jungs hier, davon sind auch 2 drinnen, und das sind quasi die gleichen Bausätze. Ihr könnt da ein bisschen, so wie ich es zum Beispiel gemacht habe, durchwechseln, was die Körper betrifft und die Köpfe betrifft. Es gibt insgesamt 2 Körper, 4 unterschiedliche Arme, also auf jede Seite 2 Arme, und dann pro Packung, wo 2 Suits drinnen sind, 3 verschiedene Köpfe, also da könnt ihr schon ein bisschen variieren. Das bringt uns auf das Gesamte, was wir hier sehen, und auf 825 Punkte, also genau um 5 Punkte mehr als die Enforcers vorhin ausgemacht haben, und somit eine sehr gebalancete Situation, um Demospiele und Einführungsspiele machen zu können. Und sollte man es wirklich darauf anlegen und ausgeglichen spielen zu wollen, dann könnte man hier zum Beispiel von einem dieser Kommandotrupps einfach das HMG wegnehmen und in einen Flammenwerfer umwandeln, und man würde sich die 5 Punkte sparen und würde dann ebenfalls auf die gleichen 820 Punkte kommen wie bei den Enforcern. Vom generellen Zusammenbau her möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass das Ganze durch den Kunststoff sehr schnell und einfach gegangen ist, ohne große Probleme. Vor allem hier bei den Marauders ist es eben so, dass diese Körper nur aus einem Guss bestehen, das heißt Hände dran, Kopf dran, und man ist schon fertig mit den Modellen. Da gibt es keine großen Schwierigkeiten in irgendeiner Form. Die Waffen hier, die Spezialwaffen, sowohl bei den Maraudern als auch bei den Enforcern, sind dann auch mit Buchstaben in den Gussrahmen gekennzeichnet, und dann gibt es jeweils einen zweiten Arm dazu, der die Waffe hält, der dann ebenfalls den gleichen Buchstaben bekommen hat. Da einfach darauf achten, und dann sollte es keine Probleme geben beim Zusammenbau. Und man hat auch sehr schöne Auswahl, was die Waffen, Optionen und Möglichkeiten betrifft in dieser Box. Zwar nicht alle Möglichkeiten, die es von den Regeln gibt, aber man hat hier zum Beispiel auch Arme, die in der Beschreibung nicht erwähnt werden, wie hier diese Waffe, die einen eigenen Arm hat. Also das ist die Waffe, die mit D gekennzeichnet ist. Dann der Zusatzarm hier mit D, der hintere Teil zum Zusammenkleben. Und dann gibt es hier noch diesen Arm, der das Magazin hält. Der ist aber nicht gekennzeichnet, also das habe ich dann beim Zusammenbau festgestellt. Aber eben, wenn man diesen Arm dann dazu verwendet, sieht das so aus, weil hier auch kein Magazin in der Waffe ist, als würde das Modell nachladen. Ist also nicht angegeben in der Zusammenbauanleitung, die dabei ist, aber
Das lässt sich durchaus schnell herausfinden und macht somit die ganze Armee noch ein bisschen abwechslungsreicher. Das gleiche kann ich eigentlich auch sagen bei den Enforcern. Da war nur der Zusammenbau von den Jetbikes im ersten Moment nicht so einfach, hat dann aber auch recht schnell geklappt. Und da ist es halt vom Zusammenbau her in der Hinsicht noch wichtig, dass ihr vielleicht auf die Buchstaben etwas genauer achtet. Denn bei den Enforcern habt ihr hier den Oberkörper und dann die Beine extrig. Und eben sowohl der Oberkörper als auch die Beine sind wieder mit Buchstaben gekennzeichnet, was zusammengehört. Also da nicht eventuell alles auf einmal ausknipsen und dann zusammenkleben, sondern die Körper und Beine miteinander matchen und alles andere, die Waffenoptionen sind dann variabel. Da könnt ihr euch dann austoben, so wie es euch gefällt. Ich freue mich auf alle Fälle schon mal darauf, bald mein erstes Spiel hoffentlich machen zu können bei Firefight und auch darauf, mal die Enforcer in nächster Zeit zu bemalen, hoffe ich, denn darauf habe ich etwas mehr Lust. Die Marauders werden so eine Art Zusatzarmee werden und beides eben auch gedacht für Demospiele. Und ich werde mal in die Richtung jetzt hobbymäßig weitermachen und wie gesagt, es werden hier auch noch Videos folgen, wo wir uns die Armeen dann noch einmal ansehen, aber dann auch mit eventuell noch weiteren Zusammenbaumöglichkeiten, was wir hier aus der Box machen können, weil speziell wenn ich mir überlege, das Ganze nicht aus der 2-Spieler-Starterbox heraus zu spielen, dann hätte ich schon andere Optionen gesehen, wie man möglicherweise diese Armeen und Modelle hier zusammenbauen könnte, um das da ein bisschen mehr aus den Armeelisten dann rauszuholen zu können. Aber wie gesagt, das werden wir uns dann nochmal getrennt anschauen.